Vor ungefähr 6 Wochen musste ich euch über die vermeintliche Entlassung des Die Siedler-Teams aus Düsseldorf berichten. Da Karma bekanntlich eine Bitch ist, durfte ich euch dann eine Woche später berichten, dass das noch relativ neue Die Siedler Neue Allianzen wegen Windows-Updates nicht mehr unter Windows 11 lauffähig ist. Und da jetzt vermeintlich sogar diverse Ubisoft-Marken zum Verkauf angeboten werden, ist das schon wieder so eine komische Newsfolge, für welche dieses Format eigentlich nie gedacht war. Naschkatzen aufgepasst! Dieses Video wird euch von der Noshbox präsentiert, über welche ihr euch eine der heiß begehrten ChatGPT Mystery Boxen gönnen könnt, also falls eure Kids nicht schneller sind. Wenn ihr es doch irgendwie schafft, erhaltet ihr hier einen wild von ChatGPT zusammengestellten Mix aus leckeren Süßigkeiten und Softdrinks im Wert von 30 €, was an sich eine ganz lustige Idee ist und auch als Geschenk taugt. Mit einem Kauf über meinen Ref-Link unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal hier, also gönnt euch oder euren Liebsten doch mal was Mystery-Süßes. Wer den Ubisoft-Discord mit etwas Galgenhumor verfolgt, kann praktisch seit 2 Monaten täglich dem gleichen Schauspiel beiwohnen. Ein ahnungsloser Käufer kommt in den Chat und beschwert sich, dass sein gerade neu gekauftes tolles Die Siedler-Produkt nicht funktioniert. Was vor Wochen noch mit Durchhalteparolen vom Support-Team kommentiert wurde und viel schlimmer mit dem Tipp, relevante Sicherheitsupdates zu deinstallieren, um ein Videospiel spielen zu können, endete: Macht das bloß nicht, wird mittlerweile einfach gekonnt ignoriert. Denn mittlerweile ist Microsoft auch 2-3 Updates weiter fortgeschritten, was den Tipp dementsprechend nur noch lächerlicher macht. An einem Patch wird aber angeblich unter Hochdruck gearbeitet. Ich meine, was sollen die netten Ubis vom Support auch sonst erzählen? Faktisch läuft Die Siedler Neue Allianzen aber seit mindestens 8 Wochen bei einer Großzahl der Käufer überhaupt nicht mehr, und das ist schon ein starkes Stück. Da liegt der Verdacht natürlich noch mehr nahe, dass bei den 60 gestrichenen Stellen in Düsseldorf wohl tatsächlich ein Großteil dem ehemaligen Die Siedler-Team zugeordnet werden kann und es einfach schlichtweg niemand mehr gibt, der das mal eben fixen könnte. Dass es zum Beispiel Siedler-Devs aus dem Art-Team getroffen hat, lässt sich mittlerweile auch ganz gut belegen. Denn so werben mittlerweile ehemalige Mitarbeiter mit ihren Werken auf artstation.com. Hier findet man zum Beispiel plötzlich das komplette UI von Brew Frasca, der aber wohl noch bei Ubisoft angestellt sein sollte, oder eben auch die wohlgemerkt grandios guten Werke von Marta Milcharek, die definitiv eine der gestrichenen Stellen innehatte, was sich leicht in Kombination mit LinkedIn abgleichen lässt. Bezeichnend auch, dass der Versuch, unter den verbleibenden Spielern ein Turnier zu organisieren, direkt von Ubi Yogo weggelöscht wurde. Weil, wo käme man da ja auch hin? Am Ende haben die Spieler noch Spaß mit der Software-Müllhalde. Jedenfalls, wo sich ein Türchen schließt, öffnet sich auch oft wieder ein neues. So ist der Ubisoft-Konzern mittlerweile so extrem in Schieflage geraten, dass man nun angeblich mit Microsoft, Electronic Arts, Gott bewahre, und weiteren Interessenten über den Verkauf von diversen Ubisoft-Marken sogar schon verhandelt. Ob es da dann am Ende auch um die Marke Die Siedler gehen wird, weiß ich natürlich nicht, aber dass ein kompletter Neuanfang unter einem neuen Team wohl das Vernünftigste wäre und Ubisoft selbst nichts mehr mit dem Namen anstellen wird, sollte eigentlich auch klar sein. Wie uns aber Andi auf dem Zocker-Lounge-Discord schon aufklärte, manch einer kennt ihn vielleicht noch als BB Guybrush, ist es für Ubisoft wahrscheinlich für so eine international unbedeutende Marke wie Die Siedler eher wahrscheinlicher, den Aufwand zu scheuen und das Ganze lieber irgendwo zu begraben. Trotzdem hätte das natürlich was, wenn die Siedler-Marke plötzlich zum Beispiel bei Volker Wertig mit Envision Entertainment wäre, und vielleicht kann man ja da mal zumindest in die Richtung anfragen, aber was weiß ich schon. Gönnt euch eine neue Noshbox, da habt ihr definitiv aktuell mehr von.